32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 17. Episode des diesjährigen YPC Boat. Nach einer aufregenden Gruppenphase mit viel Fisch und einigen überraschenden Wendungen sind wir im Halbfinale angekommen. Heute werden die Karten neu gemischt. Von 16 gestarteten Teams sind noch 8 im Turnier, die nun an ihre Vorrundenergebnisse anknüpfen wollen. Titelverteidiger Nace fischte in Gruppe A wie entfesselt und konnte unter anderem dank 4 Traumbarschen souverän den Gruppensieg einfahren. Für einige überraschend folgte dahinter der YPC Boat Newcomer Rapala, der sich in einem engen Rennen am Ende gegen das favorisierte, aber von den Hechten gemiedene LMAB-Team durchsetzte. In Gruppe B war es weniger knapp. Bei ihrem Heimspiel konnten vor allem die beiden Niederländer vom Team Quantum überzeugen. Hendry Fies und Gerald Vierhaut zeigten über 2 Angeltage hinweg keine einzige Schwäche und erhärteten den Verdacht vieler Experten, dass sie in diesem Turnier ganz weit vorne landen könnten. Platz 2 ging an Dietmar Isaias und André Schmidt von Westin, ebenfalls mit einer guten Leistung, wenngleich noch ohne richtige Ausnahmefische. Mit Neuke war es in Gruppe C ein Debütantenteam, das den Gruppensieg mit viel Barsch und reichlich Lässigkeit holte. Dahinter gab es Spannung bis zur letzten Sekunde. Nachdem aber gleich mehrere Teams kurz vor Schluss gute Fische im Drill verloren hatten, waren es letztlich die Vorjahresdritten von Ilex, die sich mit einem knappen Vorsprung in die Zwischenrunde retten konnten. In Gruppe D gehörte vor allem der zweite Angeltag Team CWC. Evert Ostam und Stefan Trumstedt fingen nicht nur 3 Hechte zwischen 1,8 Meter und 1,10 Meter, sondern stellten mit einem 88er Zander auch gleich noch den letztjährigen YPC-Rekord von Felix Wegesser ein. Mit dem mit Abstand besten Vorrundenergebnis sicherten sich die beiden Veteranen verdient den Gruppensieg. Auch die anderen Teams dieser Gruppe fingen gut. Am Ende ging das zweite Halbfinalticket aber an die amtierenden Vizemeister von Abu Garcia, die unter anderem beim pelagischen Zanderangeln wie erwartet signifikant punkten konnten. Anders als in der Vorrunde haben die 8 Teams im Halbfinale nur einen Angeltag, also 8 volle Stunden, die wir euch in insgesamt 3 Episoden zeigen werden. Für eine Fullcard müssen nur noch 6 Fische in die Wertung gebracht werden, davon mindestens ein Hecht, ein Barsch und ein Zander sowie 3 Bonusfische, egal welcher Zielfischart. Alle Boote starten gemeinsam im Hollands Deep, allerdings gibt es diesmal keine Zonenbegrenzung, sondern völlig freie Spotwahl. Außerdem werden die Teilnehmer zu keinem Zeitpunkt über die Ergebnisse der Konkurrenz informiert. Damit sind alle Regelupdates erklärt, also genug gequatscht und ab aufs Wasser! Ein Boot ist stehen geblieben. Die Boote sind unterwegs. Wir schauen kurz, wo es für die einzelnen Teams hingeht. 2 der 6 Teams beginnen nicht im Hollands Deep.
Ilex fährt aber trotzdem nicht weit. Sie starten kurz hinter der Brücke im Haringvliet. Über Neuke lässt sich das nicht behaupten. Christian und Dennis fahren direkt zur Schleuse und machen sich auf den weiten Weg in den Rhein-Schelde-Kanal, um dort ihre Stärke auf Barsch auszuspielen. Überraschend allerdings, dass sie vor diesem langen Ritt nicht zuerst versuchen, einen Zander im Hollandsdieb zu fangen. Alle anderen 6 Teams bleiben erstmal im HD. Die kürzeste Anfahrt hat Quantum, die nur wenige Meter von der Rampe entfernt beginnen. That's a nice sunrise. Yeah. Already I've seen 2 big pikes on the side scan. So they're around here. Yeah. That's good. We're here at the first spot. On this spot we lost 2 good pikes on the second day of the group phase. So I expect here some big ones. So hopefully there's one that like to bite. Good luck, Dicker. Let's go. Erster Wurf in der Halbfinalrunde. Ich bin nervös. Ich starte ganz klar hier auf Hecht mit einem Maze Runner. Das ist unsere Taktik heute. Mit dem Hecht anfangen, dann die Zander beangeln und dann die Barsche. Und hier im Flachwasser ist für mich der Maze Runner die Wahl Nummer 1. Mal gucken, was geht, ob was geht. Fisch! Das ist ein Barsch. Nee, ist ein Hecht. Ich weiß nicht, ob der überhaupt Maß hat. Hoffentlich. Wir gucken mal ganz schnell rauf. 56. Ein kleiner, süßer 56er Hecht. Sehr klein, nicht das wir brauchen, aber es ist ein Fisch und der darf schnell zurück. Ciao, Großer. So. Der Maze Train rollt schon wieder. Erster kleiner Wertungshecht im Flachen. Ilex wiederum hat etwas tiefer geankert. So it's time, first cast for the semi-final. Let's go! Ja, einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Wir sind jetzt an unserem ersten Spot angekommen. Das ist die Kante, die wir in der Gruppe gefischt haben am zweiten Tag. Und wir fischen die Kante wieder nach oben. Das hat ja ganz gut funktioniert in der Gruppenphase am zweiten Tag. Es ist ziemlich weit draußen, quasi irgendwo um nirgendwo, so ein Plateau. Und jetzt relativ viel Steine am Untergrund, viel Muscheln. Und da sitzen normalerweise die Zander dran. Jetzt hoffen wir, dass gleich mal einer beißt. So, meine Lieben, wie ihr wisst, wir brauchen Zander und das ist das Erste, was wir machen werden. Wir möchten die Zander erst voll haben, weil wir dann für die Barsche und die Hechte ja ganz woanders hinfahren wollen. Und die Zander fangen wir halt hier besser und deswegen starten wir auch damit. Wir wollen zwei bis 4 Fische haben wir uns vorgenommen, je nachdem wie es läuft. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wir werden die Power Hour als erstes nutzen. Wenn wir Glück haben, sind wir dann gleich durch damit. Und können uns dann den Barschen und den Hechten widmen. Wir schauen mal, wie die drauf sind, die Jungs. Ne? Tidenabhängig, sind mal mehr oder mal weniger Fische im Freiwasser. Ja, los geht's, meine Leute. Let's do this. Find the first fish and then we start the power hour. Ja, exactly. Cast. You go. 15 meters, 15 meters, 12 meters, 12 meters, 12 meters. Short cast, that's too far. That was further and further in. More. Now, fish it. No. You're too deep. Too deep. Right there. Yeah, now coming. Tja, das Team Westin, der André und ich, haben uns wieder für die Power Hour entschieden, um zu beginnen. Selbe Stelle wie beim letzten Mal und hoffentlich bleiben diesmal gleich am Anfang die Fische hängen. Ja, André, und danach machen wir Pitstop, ne? Wir machen dann einen kleinen Pitstop. Lasst euch überraschen, was noch kommt. Jetzt versuchen wir erstmal einen Zander zu fangen, das wäre wichtig. Genau. Vernünftigen Zander. Und alles weitere zur Strategie seht ihr nach unserem Pitstop. Wir sind am ersten Spot angekommen.
Wir werden hier auf jeden Fall versuchen, unseren Hecht zu bekommen. Wir brauchen einen Hecht, einen Zander und einen Barsch und ja, 3 Fische, wo wir ja, die Arten selber bestimmen können. Wir gucken mal, wie das läuft, aber hier fangen wir jetzt erstmal mit dem Hecht an. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Beim letzten Mal hat das super geklappt. Danke euch. First Cast! Während Quantum, Nace und Rapala es am Morgen auf den Hecht abgesehen haben, versuchen Ilex, Abu und Westin es zunächst auf Zander. Sowohl Freddy und Simon als auch Didi und André nehmen dafür früh ihre Power Hour. Eine Taktik, die sich schon in der Vorrunde mehrmals ausgezahlt hat. Hab ihn, erster Fisch. Guter Zander. Komm. Ja. Wunderbar. Diesmal schmücke ich mich mit fremden Federn, Didis Fisch, aber Didi fischt weiter. Ich lege ihn schnell drauf zum Messen. Alles klar. 51er Zander. Da ist der kleine Mann. Darf zurück. Und wir machen weiter. Das ging schnell. Westin wählt den direkten Weg zum Fisch. Christian und Dennis nehmen für ihre Paradedisziplin, wie schon erwähnt, eine zeitintensive Reise auf sich. Moin und herzlich willkommen zu den Semifinals. YPC Boat 2023. Ziemlich wilder Start. Erstmal die Kappe verloren. Jetzt habe ich erstmal eine nasse Kappe. Ja, wir sind die Einzigen, die hier diesen High-Risk-Move wagen, zu schleusen und eine Stunde Boot zu fahren. Die Zander haben uns in letzter Zeit so wehgetan hier, dass wir so nicht gekriegt haben, dass wir jetzt erstmal probieren, schnell die Barge voll zu machen, schnell einen Hecht zu fangen und dann den restlichen Tag zu vertrödeln auf die Zander. Aber wenn die jetzt nicht wollen, so wie bei uns das letzte Mal, dann strugglen wir da ewig rum. Ja genau, Plan B gibt's nicht. Unser Plan ist, wie gesagt, das mit den Barschen durchzuziehen. Das hat gestern schon ziemlich gut funktioniert. Wir haben richtig gute Fische gefangen. Das wollen wir oder versuchen wir heute noch mal zu wiederholen. Und ja, dafür nehmen wir jetzt erstmal ziemlich viel Zeitverlust auf uns. Aber ich hoffe, dass wir am Ende irgendwie mit guten Fischen belohnt werden. Ja. Ne? Ich glaube auch bald nicht, dass eine Fullcard wichtig sein wird. Weil heute geht es um alles oder nichts. Alle 3 Fischarten, sehr schwer zurzeit, alle in einem Gewässer zu fangen. Gucken wir mal. Und los. Auf geht's. Hoffentlich lässt sich der Schleusenwart nicht allzu lange bitten. Damit fehlt nur noch ein Team. Was machen eigentlich die Altmeister von CWC? Oh, fish! Good one! Good one! Oi, oi, oi! This is a really big one! I'm here, rewinding. It's a really big one! The net! Yeah. Easy, the net! This is a really big one! Easy, I'm here. The net! Yeah. Easy. No stress. I'll take it. This one is in. 110. At least 110. Ah! Good take, huh? You're such a crazy dude. Okay. Hey! On the edge of the deep hole. Stefan. Slowly with the Muras. And he just took it. Okay, yeah. We have it? Yeah. It's even 114. Yeah. 114. That's a good start, huh? Really nice fish, first fish. Swallowed the Muras. 114. Now we let her go. Really good fish. Come on, fishy. Come on, bye-bye. Bye. Oh, what a strike. Boom. Took it all. Uff. Alle wach? Was für ein Traumstart für CWC und jetzt insgesamt schon der 4. Turnierhecht für Truman und Evert, der mehr als 1 Meter misst. Irre, der Erfolgsköder? Na klar. This baby has saved me so many times. It's the ice cream, always working. Some white head and the contrast of the spotted bullet pig shad. Normally when it's windy like this, I really like paddle. When it's flat calm, you can take the lure really shallow. Double tail is better.
but this is the condition for the paddle. Pig shad 23 together with the Muras. And this is a medium sinking. I put 8 gram of fast touch tungsten sinker in the front, so I can fish it really slow on 4 meters. Boom. Okay guys, we haven't said hi to you yet because we have been kind of busy. Yeah, a little bit of busy. Yeah, but I think you guys appreciated that we were busy. Of course, and you know the condition is, it's a pike condition, it's heavy wind and the temperature has dropped a little bit. There's lots of movement in the water, so and we are on a really good spots with some up and downs. You think so? That's a good spot? Of course, so watch us out because I think we're gonna catch something more here, okay? See you guys, follow us, Team Catch with Care. Fish. Big? No. Yes, my friend. Well done. Wie auch schon in der Gruppenphase auf den Ganki Peps. Schöner Fisch, den werden wir jetzt mal schnell messen und dann darf der auch gleich wieder zurück. 55,5 hat der Gute, heißt 56. So, den Guten lassen wir jetzt schwimmen. 56, schöner Fisch. Das ging schnell. Hoffen wir, dass es so bleibt. I need a leader, my friend, yes, please. I will give you a leader. Ja, den hat er ein bisschen zerpflückt. Das war der Erfolgsköder, der Ganki Peps. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir fischen die Gummis wirklich relativ langsam. Und der Peps ist ein ganz schmaler Gummi mit einem sehr großen Paddel. Verhältnis zum Körper und zum Volumen, den er hat. Und unheimlich weich, das heißt, ihr könnt den ganz langsam führen. Dann fängt er schon an zu paddeln, hinten auch für die Vertikalangler und so interessant. Der hat es, wie gesagt, in der Gruppe schon gerichtet und jetzt wieder. Ja Leute, wir haben jetzt heute Morgen wieder ohne Stahl geangelt. Wir haben es am ersten Tag gemerkt, die Zander sind überhaupt nicht gut drauf. Und für uns war das, weil wir eben auch so langsam fischen, ein ganz klarer Fall, dass das Stahl den einen oder anderen Fisch abschreckt. Deswegen sind wir das Risiko eingegangen am Morgen, bis wir den ersten Zander haben, ohne Stahl zu angeln. Und jetzt kommt hier so ein ganz dünnes Stahlverfach drauf. Ist super geschmeidig, super weich. Denn wenn jetzt gleich der Hecht kommt, wollen wir den natürlich auch sicher landen. Ihr seht, die Wetterbedingungen sind ganz andere wie die Tage zuvor. Der Wind hat stark aufgefrischt und das macht das Angeln jetzt nicht gerade leichter. Ich hoffe, dass es die Fische in Beißlaune bringt. Und gegen Mittag soll der Wind noch viel, viel stärker werden. Deshalb jetzt auf dem großen Gewässer erstmal versuchen, die Hechte und die Zander abzuhaken, um dann windgeschützt irgendwo die Barsche zu finden. Sagen wir, wenn wir in der Drift nichts haben, gehen wir Zander angeln. Okay. Und dann können wir ja immer noch zurückkommen, wenn wir einen Zander haben. Ja. Wir haben wenigstens einen kleinen Hecht jetzt in der Wertung. Ja. Noch nicht die Größe, die wir brauchen, aber erstmal wichtige Punkte. Also ich mache einen ganz schnellen Köderwechsel. Die letzten 5 Würfe versuche ich noch schnell mit dem Chatterbait die Hechte irgendwie zu aktivieren. Warrior mit 5 Inch Predator in 1003. Gerade in den Morgenstunden eine unglaublich gute Farbe. Fucking break was open. Small one, but doesn't matter. Yes, first one. Give it to me. The other rod is ready with 10 gram. You are the king, man. Thank you. Okey-doke. That's number 1. Team Abu Garcia on the board. Really good. Let's quickly take the bait out. Pulse Realistic Roach, 10 gram jig head. Beautiful zander. And we have 61.5. 62 beautiful centimeters in the morning sun. It's not a huge pelagic fish yet, but today every fish counts, so we're very happy with this one. Let's make a quick release and go for the next one, because the minutes are counting. Oops. He wanted to go. Gerade einmal eine halbe Stunde vorbei und bereits 5 Teams konnten den ersten Wertungsfisch verbuchen.
Ein vielversprechender Beginn trotz anspruchsvoller Wetterbedingungen für die Angler. Die Locals von Quantum versuchen aber gleich, sich den zunehmenden Wind zunutze zu machen. So we are on the second spot. Yeah, this is a nice spot, but the wind is blowing in, so that's always good. Normally the pike like that, so that's the reason that we fish this spot. Also some weed still growing here. So yeah, it's one of the last spots that have still some nice weeds, because this year the weeds are dying really soon. So yeah, we don't know what it is, but yeah, you need weeds to locate the pike. And so, yeah, therefore, because we fish in the weeds, I use a chatterbait and I fish it on the purple haze rod. So yeah, let's catch a pike. Okay, we're fishing in a Lund Fury XL boat. We have 60 horsepower, so that's not much compared to most of the other competitors, but yeah, it's only a few minutes difference in fishing time. And I'm pretty happy with this boat. It's big enough for rough conditions, but also small enough to do everything like pelagic fishing. And we use screens from Lowrance and from Garmin. The Garmin for the live scope and the pelagic fishing, and the Lowrance as basic for mapping and weight points. And today we only have 1 hour power hour where we can use the live scope, and we will use that for the sender. I always use a foot pedal for my trolling motor. I see a lot of guys who use the remote by hand, but I prefer the foot pedal because you have your hands free to cast and fish. And it will take a little bit time to get used to it, but when you're used to it, you will never go back. War das ein großer Fisch. Ach, war das ein großer Fisch. Und ich kriege ihn nicht, das ist doch der Knaller. Boah. André, ganz wenig Fische hier. Zu wenig, ne? Viel zu wenig Fisch. Kommt down ab. Das war mal ein geiler Fisch, ne? Der war gut, der Anbiss, der war mega. Trotz Dinger bleibt er nicht hängen, ne? Nee, das verstehe ich auch nicht. Aber gut, shit happens. Komm, wir machen uns sofort vom Acker. Wir fahren einmal da runter. So here we are, it's a drop-off. On front of the boat we have 3.5 meter, and on the back on the boat we have 2.5. So we are now at the beginning of the drop, and here is a plateau, and we are still have some patch of weeds that are still alive, not dead yet. So we are fishing from the shallow to the deep and trying to catch the pike that are on this edge. And with this kind of wind like this and fishing like this, most of the time, I mean, the big ones are out. So let's finger cross and catch a good one. So the combo I'm now using today, it's a 13 fishing Omen rod. It's the 7.8 extra heavy. So this rod is 1+1, so it's one piece plus the butt section. This is what I prefer myself because the balance is better and you have a better sensitivity than 2 pieces. And for the reel, I'm using the Concept A. So this reel, the Concept A, is available in 2 sizes, A2 and A3. So on that rod specifically, I'm using the A2. That is enough because I'm not using a very thick braid. This is a rod I use a lot in my home lake that is very deep, so I need a thin braid to go a little bit deeper. And I have another rod, the exact same with the A3 with a thicker braid. And the good thing with those 13 fishing Concept A is that the outside of the reel here is made with aluminum. So it's much more rigid than the reel that are made with fiber. So it's clearly a good reel if you want to use big bait and big braid and pull hard on fish like we do for pike. Just a perfect reel for that. Die erste Stunde ist rum. Nace fährt etwas nach Osten, um nach dem Hecht nun den Zander ins Visier zu nehmen. Westin bewegt sich leicht nach Westen und Quantum fischt mittlerweile ganz in der Nähe von Rapala und CVC. Nolte hingegen ist immer noch unterwegs zum ersten Spot.
Ja, also der Schleusenwärter hat uns auf jeden Fall extrem im Stich gelassen. Wir haben dann eine halbe Stunde gewartet, bis wir durchkamen. Dann gab es hier noch so einen kleinen Ritt. Ich denke mal so eine Dreiviertelstunde werden wir gebraucht haben. Jetzt sind wir erst am Spot, also über eine Stunde haben wir auf jeden Fall verloren. Aber wir haben hier völlig andere Bedingungen als gestern. Es ist deutlich windiger, ne? Ja, deutlich macht das windiger. Ganze auf jeden Fall nicht einfacher. Heute wäre der Plan, mit Rigs erstmal anzufangen und dann einfach eine Drift zu nehmen. Aber ganz so einfach wird es, glaube ich, nicht. So. Weil nach dem Motto, aufgeben kannst du bei der Post. Genau. Schlechter hätte es für Christian und Dennis wirklich kaum laufen können. Ganz anders bei CWC. I will take the 120 soon. Ja, mit weiteren Ausnahmefischen. That's cool. Try this one! Oi, oi, oi! That was a good bite. Did you see? Oi, oi, oi! It was so close. There will come another one. Of course. And this one was on the deep, slowly, on the edge. They really go for the mouse. Slowly, slowly. They are so picky, some of them. If we catch another pike now, I think it's wise to go all in for the perch. Of course, of course. One more pike. Then we go. Ja, 1,5 Stunden hier lang gefahren, um festzustellen, dass ein Guide jetzt hier auf der Ecke steht und schon wahrscheinlich seit 1,5 Stunden hier hoch und runter schleppt. Hier hoch und runter schleppt mit kleinen Cranks. Ist wahrscheinlich nicht das Geilste, deswegen fahren wir einfach ein Stück weiter, wo er noch nicht war. Ja, für uns jetzt mega ärgerlich. Eine Stunde gefahren sind auf jeden Fall bis hierher, um dann festzustellen, dass der Spot schon durchgeackert wurde. Ja gut, schnell weg. Jo. Ja. Quick. Yeah. Yes, man. On. Hero. That's not huge, but it's fish. It doesn't matter. Okay. Doesn't matter. You proceed. All right. Let's go. As long as we have the two senders full, we are good. Die Großen sind noch nicht so richtig wach. Wir nehmen alles, was wir kriegen können jetzt hier. Beautiful. Second sender. Very nice. I think a little bit smaller than the previous one. Let's see. Here we go. This one is 57. Really nice. 57 centimeter sender. Very shallow he was standing. Like 2 meter maximum below the surface. So beautiful strike. Let's put him back quickly and go for one more. Bye bye. Ja, hat Simon sich schön rausgestochert da oben unter der Oberfläche. Der stand so auf 2 Meter, der Kumpel. 10 Gramm Kopf, Pulse Realistic Roach. Ja, hat er sich geschnappt. Oder nee, das war der Sick Vibe. Yeah, it was the Sick Vibe. Sick Vibe. In fact, we call it the Frankenstein. It's 2 Sick Vibes, 15 centimeter glued together to make it a little bit larger. Freddy is really creative when it comes to bait. So yeah, that one did the job. Der Frankenstein. Der Frankenstein. But they like it. They like the Frankenstein. Ah, es ist natürlich nur eine Marketing-Idee von uns. Da müsst ihr nämlich 2 Köder kaufen von einem. Ja, Spaß. Der ist einfach ein bisschen größer, ein bisschen mehr Profil. Ja. Dein Boot. B1 Bootsmanufaktur.
So we have our Zander now. So we are going for perch, just a quick try because we catch few during the training in this place. And after I think we'll go for pike and next we'll move for perch again. We will switch. It depends on the place. So let's go. Be a big perch. Oh, it's a pike. Yes. Oh no, it's a big perch. Yes! Well done! Thank you! Big net, big perch. Leute, das ist ein Fisch, den man gebrauchen kann im Turnier. 44,5 Leute, das heißt 45 fürs Turnier, sind 90 Punkte. Wow! Cool. Gelungener Auftakt für Mark und Geil. Ilex kann als erstes Team den zweiten Zielfisch abhaken und übernimmt mit diesem starken Barsch die Führung. Felix und Dustin haben das Hechtangeln erst einmal pausiert und konzentrieren sich am neuen Spot voll auf Zander. Und rein. Anker. Good luck. Ah, das ist ein Geruch, sag ich euch. Wie auch schon in der Vorrunde setze ich beim Zandangeln auf den Predator in 5 Inch in der Farbe 1005. In der Vorrunde hat es gut geklappt, ich hoffe jetzt auch. Bremse ist fest und go. Oh, ich hatte einen Fisch. Fuck. Ja, jetzt hatte ich den ersten Biss hier auf Zander. Beim Anheben vom Köder habe ich gemerkt, ey, da ist Widerstand, kurz gezappelt, weg war es. Auf dem Köder sieht man ganz klar Zanderbissspuren. Vielleicht ist das aber ein gutes Zeichen und die Jungs sind aktiv. Mal sehen. Hoffentlich. Waxen, ja? Gas geben, fang ein. Mach ich. Hast du guten Grundkontakt? Ja, aber du hast halt, bei dir ist glaube ich viel tiefer. Ja. Und dann geht's so hoch, das merkt man richtig, oder? Ja, hinten wird es tief und dann geht's hoch. Ja, das ist der erste Drittler, jemand scheiß Grundkontakt. Hast du gesehen? Ja. Ein Tag ist immer ein Problem. Du kannst nicht am nächsten Tag noch ausgleichen, was du verkackt hast. Ja. I had a really good one. I had a really good one. Oh, the net. Yeah, come. This is a really good one. Take it slow. I'm coming. I have to retrieve, otherwise we will. This is really big. I'm here, buddy. Look at this. Take it now. Yeah. Take it. I mean, yes, we have it. We took it. Look at this. They always go for the head. Always go for the head. 104. 104. Good strike. Really went for it. We put it back. Okay. Ooh. Bye. So nice. Very good spot. Evert has a really good spot for this. And you know, we are a little bit lucky because normally, you know, the pre-fishing, the week before it was totally flat and really warm weather. The pike doesn't like it, but now the wind is starting pushing, more oxygen, and they start to move. And we find out the fish is quite deep, so this is a really good slope here. So lucky for this one, Evert. Come on, give me a hug. Pike mission is over. Yeah. Now we need to go for perch. Now we go for perch. Okay. Man fasst es nicht. Hechte unter 1 Meter kommen CBC offenbar nicht mehr ins Boot.
Ein außergewöhnlicher Start für Truman und Evert, die sich nun schon wirklich bedenkenlos den anderen beiden Zielfischen zuwenden könnten, wenn sie denn wollten. Bei der Konkurrenz sind die Gefühle bisher eher gemischt. Sit. That's it? That's it. Power hour is over. Fuck. Okay. Ah, shit. That was not so good because this last fish was possible to catch. Should have been ours. Okay, let's get the shit out. Let's fish 20 minutes for Sandal, no? Ja. Let's go. Ja, wir sind noch nicht zufrieden so mit den Zandern, ey. Das war ganz hartes Brot, weil die Fische überhaupt gar nicht da waren. Die liegen am Grund gerade noch. Jetzt gucken wir mal schnell, dass wir am Grund noch mal 2 Fische fangen schnell, damit wir 4 Zander haben. Und dann kümmern wir uns um die anderen Fische. Ob das nötig sein wird oder nicht, das sehen wir gleich. Ob wir nachher die Barsche und die Hechte noch schnell voll kriegen, aber wir wissen ja nicht, wie viele Barsche und Hechte wir fangen. Deswegen muss man jetzt die sichere Karte spielen und mal eben die Zander noch weghauen. Okay, Minimalziel erreicht. Ein Zander. Ein Zander. Einen richtig schönen, wirklich richtig schönen Fisch drauf gehabt, aber das ist halt nur drauf haben, das zählt nicht. So, und jetzt, André? Pitstop. Jetzt geht's zurück an die Slipstelle. Dann geht's rein ins Boot für uns. Erstmal raus aus dem Boot für uns und für den Kameramann. Rein ins Auto. Und dann geben wir auf der Straße Gas. Und dann wechseln wir wieder auf ein schnelles Boot. Und ihr seid dabei. Viel Spaß. Auf jeden Fall. Neues Gewässer. Und auf dass der Rest dann kommt. Die Hechte und die Barsche. So, let's go! Sacred words inside us, filling yes words and thunderbolt. A really hard bite. Oh, that's but I couldn't set the hook. It was already off when I set the hook. This is a new one, so look. Oh. This is the Freak of Nature perch. So I started today with the Freak of Nature Zander. That's a little bit bigger. Since we caught especially smaller pikes here this week, I sized down a little bit. And this bait delivers a lot of pikes this week, but this one came off. But it's a good sign that we get a bite here. And we have a few 100 meters to go of a nice stretch, so hopefully there's another one. Come on, fish. Okay, 5 casts and we go? Yeah. It's important we become some fish on the board. Yes, exactly. Yeah. That's good for mojo and for everything. Yeah. For the feeling, and we need a good feeling. But this is disappointing. I mean, it's a nice place for pike. Shit that we didn't have one. Ja, oftmals ist es so, dass halt eine spezielle Köderart wirklich besser funktioniert als die andere. Manchmal sind das eben die geleierten Köder oder in dem Fall, ich probiere es echt aggressiv mit dem Jerken. Ihr könnt das hier sehen in der Route. Das ist wieder die Muse Black bis 130 Gramm und als Rolle die 13 Fishing TX3. Und ja, ist auf jeden Fall eine meiner liebsten Hechtkombos. Ihr könnt wirklich extrem weit damit werfen, die Route lädt sich super auf und mit den 130 Gramm Wurfgewicht, das machen auch kleinere Fische definitiv Spaß, aber auch jeden großen werdet ihr mit der Kombo rausbekommen. Okay, we go? Yes, after this cast. Okay. Während CWC nun also auf dem Weg in die Dortsche Kiel zum Barschangeln ist und Rapalla vom Hollandsdieb ins Haringsvliet übersiedelt, um dort in der Nähe der Spui-Mündung die Zander zu fangen, entscheidet sich Westin sogar für den Landgang und tauscht das Boot, um vom Hollandsdieb ins Volkarak zu wechseln. Nach dem gefangenen Zander in der Powerhour setzt man nun nicht mehr auf Didis Vertikalmaschine, sondern stattdessen auf Andres fliegende Casting-Plattform. Abo hingegen harrt noch etwas aus und versucht auf die Schnelle den einen oder anderen Sicherheitszander mitzunehmen. Small net is okay. Small fish. Okay. Anyway, was ist das Mindestmaß hier? 42, but check it. Gut, das hat er vorne dran und 1,5. Warte. So, ich bin dran. 44. 44? 44.
Good job, my friend. Yeah, okay. Aber Fisch hier, hä? Yes, they are here. They are biting. It's fun. Dicht am Boot. Small one? Same size. Okay. A little bit bigger. But no, same size. Ja, es geht relativ schnell jetzt mit den Fischen. Das ist auf jeden Fall ganz geil, dass man ein bisschen Bisse kriegt und so. 45. Tschüss, kleiner Kumpel. Ja, ein 45er Zander hätte eines unserer Konkurrenzteams gestern weitergebracht. Von daher, man weiß nie, man weiß nie. If we catch one more, then at least we have, yeah, maybe a little bit of an upgrade. I don't know. It's quite possible. Yeah, they are ja, here. die kleinen Fische wollen wir rauskriegen aus der Liste, die beiden 40er da. Aber wir geben dem jetzt auch nicht zu viel Zeit, weil wir können auch gut noch große Barsche fangen nachher. Und wenn wir 3, 4 große Barsche kriegen sollten, nachher beim gezielten Barschangeln, dann schmeißt es die kleinen Zander eh raus. With the perch fishing it also can go quicker. Aber das mit dem Barschangeln haben wir halt auch nicht trainiert. Das bedeutet also, es kann auch schief gehen und dann wollen wir halt auf jeden Fall trotzdem die 6 Fische haben, die wir brauchen. Und deswegen ist es gut, einen Notfallplan zu haben. Ein Barsch kriegen wir sicher, denke ich schon zumindest. Aber ob wir 4, 5 große kriegen, weiß ich nicht. Dafür ist die Zeit auch vielleicht zu knapp. Deswegen lieber die Zander jetzt safe haben. Und danach die Hechte und die Barsche. Few more centimeters would be nice. Ja. Okay. Aber schaut mal, was für dicke Bäuche die Kumpels hier haben. Boah, wir hauen hier die kleinen Zander weg, Leute. 43. Das ist echt übel. Upsala. Catching the zander is not the big issue. Wenn wir hier auf dem Platz stehen bleiben würden, das wird ja Spaß machen. Wir würden hier noch 15, 20 Fische fangen wahrscheinlich. Yeah, that's it. But the size and the other species. Ey, das ist alles so gezockt. Diese Wettkämpfe, das ist auf jeden Fall hartes Zocken immer. Wenn man 3 Fischarten braucht, ist brutal. Wenn man eine Fischart braucht, ist geil. Dann kannst du einfach richtig einen Fisch richtig angeln und richtig brutal abgehen. Aber wenn du 3 brauchst, dann, wenn es gut läuft, musst du eigentlich aufhören und dann das nächste, ne? Hart. Then we go. Take away the zander rods. Ja, these we don't need today. Alles wegpacken, Zanderruten weg, Freiwasserruten weg, Hechtruten raus, Hechtköder ran, Flachwasser schnell 2 Hechte fangen, dann auf die Barsche. Keine leichte Entscheidung in dieser Situation zu wechseln. Trotzdem beeindruckend, in welcher Frequenz Simon und Freddy hier den Problemzielfisch der Vorrunde aus dem Ärmel schütteln. Abo übernimmt die Führung und wechselt also von Zander auf Hecht und außerdem den Spot. Westin lässt inzwischen Boot Nummer 2 zu Wasser. Es ging jetzt richtig flott, dieser Wechsel, wie wir uns das vorgestellt haben. Hat jetzt alle zusammen vielleicht 12 Minuten gedauert. Und ja, jetzt geht's ab zu unserem Barsch- und Hechtspot. Auch da wieder Cranking mit der Tauchlippe tief über den Boden, ein paar Barsche und Hechte wach machen. Gucken, ob das genauso funktioniert, wie das auch in der Vorrunde gepasst hat. Bis gleich. Es wird nass. Okay, we do pelagic fishing now. Therefore we use our pelagic shed with the hairy tail. And we use the 80-gram head. We also have it in 50 and 30, but in this situation we prefer the heavier one. And we take the brown one. The water is not that murky, so we take a little bit of more natural color. Always use a steel leader, and therefore I use the Smoke S3. This is our new vertical fishing rod for heavy baits. And match it up with the Quantum Accurist reel. This one has a high gear ratio, so that helps a lot when you set the hook to retrieve your line quickly. So let's go for it. Take a look and it's away. Oh, that's nice, because I was busy. Already seen several nice ones, so that's a good sign. Oh, that's a good one. That's a really good one. Fish.
Okay. Okay. Good job. Ein kleiner 46er Zander. Kein Riese, aber im Moment brauchen wir jeden Fisch und wer weiß, am Ende fehlt er uns vielleicht. Deswegen, den lassen wir jetzt einmal schnell schwimmen. Cool. Okay. If we want, we can make a quick stop at the point where Gunther caught the zander, you remember? Yeah. It's on the way. Perfect. Just 10 minutes again. Yeah. Maybe it's worth to have a stop there. Ah, there are some perch, some pike. Yeah. Everything is possible there. Oh yeah, maybe. Fish, big perch. You want the big net? No. He woke up. Yeah. Okay, he's coming. Fuck! Oh no, my friend. Oh fuck! Oh. I tried. Oh, that was a big fish, man. Yeah, but no, crazy. So we go for the big net. Never. Cast one more. And only there's only one big fish. Oh, fuck! I look the other way. I don't see how it's got. Okay, I just cast. Yeah, so now, not as big as mine. Oh, what a nice one. Not our day. Oh, too bad, man. Okay. Keep casting. Nicht so, dass ich mich nicht über den Barsch von Gael freue, aber ich habe gerade eine Mega-Maschine verloren. 48, 49. Ah, oh Mann. Also 33,5. Another 34, my friend. Yeah. Schöner Fisch. Er darf jetzt gleich zurück. 34 is my size. Oh, Mann. Was ein Mega-Fisch. Absolut wilde Szene und ein Kescherbruch, der Mark und Gael noch teuer zu stehen kommen könnte. Verständlich also, dass sich die Freude über den kleineren Barsch unmittelbar danach in Grenzen hält. Immerhin holt sich Ilex damit aber die Führung zurück und die Fische zeigen sich weiterhin geschäftig an diesem Vormittag. Vielleicht auch endlich bei Quantum. Yes! It's on the left here, it's almost. Oh, that's a nice one. There it comes. Yeah, yes. Oh, that's a nice one. That's a really nice zander. Should be around 70, I think. 17, yeah, or we can 71.5, so we can make it 72. Yes. Yes. That's a good one to start with. Yeah. So, that was a good start of the power over. Let's find another one. So, Henry now is fishing pelagic style. He already started with a really nice zander of 72. And now he's going to fish the first half an hour, and then I will fish the second half an hour. So yeah, it's always nice to have some recovery time, so you can sit and relax, or yeah,
get the bait out of the fish and prepare all the things. So therefore that's a nice thing to switch within half an hour. But also the guy that fished and drive the boat, he have more feeling about what the bait is doing. So therefore we really prefer to fish and driving the boat. You see some other guys doing that, one guy is fishing and the other guy is driving boat, but yeah, I think for the best results is good to do both. There's another fish. Fishy, fishy. Yes. It's curious and now coming. Coming. Oh, what a bite. What a bite. He's aggressive. There it is. Oh, nice unhooked. Second one. Not a giant, but very happy with it. En 3 kunt doorvissen. Okay, power over. Let's go for another one. I turned back to the spot where I caught the first one because I didn't have a decent sender on the screen for like 10 minutes. And in this area directly another one. 58. So, can I put it back? Unfassbar abgeklärt. Erneut wird deutlich, dass Henry und Gerald schon etliche Jahre zusammen angeln. Die ersten wichtigen Punkte für Quantum. Damit sind nun 6 Teams in der Wertung. Darunter auch der Titelverteidiger. Allerdings ist es heute auf dem Boot von Nace ruhiger als gewohnt. Meinst du, man kommt weiter, wenn man keine Full Cut hat? Ja, das Problem ist halt an einem Tag die Full Cut zu schaffen. Das ist so unglaublich schwer. Ja, aber es kann auch so unglaublich leicht sein, ne? Wenn du überlegst, ein Zander jetzt. Klar, aber ich glaube, die ersten 4 haben 4 Karten. Glaube ich nicht. Doch, glaube ich schon. Ich glaube, die ersten 2, 3. Ja, ich glaube, die ersten 4 haben Full Cut. Ich glaube, man hat auch irgendwo eine Chance ohne eine Full Cut, wenn man andere gute Fische fängt. Na, da müssen die Fische richtig groß sein, vielleicht. Ja. Da kommst du mit dem 56er echt nicht weit. Nee, das ist richtig. So, letzter Wurf würde ich sagen. Und ja, dann gehen wir auf einen anderen Zanderspot. Nee, dann zirkeln wir hier noch mal ein bisschen rum. Okay. Gucken, ob wir hier irgendwelche Fische noch mal sehen. Und dann, ja, dann ein anderer Zanderspot. So, ich montiere mir jetzt mal einen 3,5 Inch Predator. Diesmal ein bisschen überbleit mit 20 Gramm. Einmal, weil wir starken Wind haben und die Köderfüllung nicht die beste ist. Und manchmal mögen sie das Überbleite auch, wenn der Köder so richtig hart auf dem Grund aufdotzt. 20 Gramm. Und zusätzlich mache ich mir gleich noch einen neuen 5 Inch Predator, da mein Schickhaken minimal stumpf ist und ich möchte kein Risiko eingehen. Wenn ich einen Biss bekomme, muss der auch zu 100% hängen. Jetzt habe ich auf No-Action-Chat gewechselt, einfach um ein bisschen was anderes zu machen. Nicht viele Leute werfen No-Action-Chat und das kann echt gut funktionieren oft. Und ich habe in der Vorrunde darauf auch einen Zander gefangen. Ein 50er sogar, auf einen 7-Inch-Köder. Das heißt, nicht zu viel Angst vor großen Ködern. Den kann man auch ein bisschen aggressiver anjiggen, dass er so richtig schön nach oben schießt. Mal gucken, ob sie darauf Bock haben, auf das Muster. Aber manchmal ist es halt einfach so, da haben sie einfach gar keinen Bock. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen Teams aussieht, aber für uns fühlt es sich auf jeden Fall so an, als ob wir irgendwas gerade falsch machen. Vielleicht müssen wir noch mal probieren, ein bisschen flacher zu angeln. Wir sind jetzt so auf 5, 6 Meter. Das hat in den letzten Tagen gut funktioniert. Aber das Wetter hat sich auch ein bisschen gedreht. Vielleicht muss man noch mal was anderes probieren. Was ein Schiff! Wow! Hammer! Alter Verwalter! Ist das ein schöner?
Willst auch du unvergleichbare Emotionen beim Fangen erleben? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Vorbereitungskurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBoat ein Köderpaket im Wert von 80 € absahnen. You said the perch gonna be tricky, the pike gonna be tricky, but the sander, no problem. But normally it isn't. Yeah, I know. You can catch them anywhere. So we go to the waypoint where Lex caught this sender here. Yeah, but it doesn't matter if we are on the waypoint. You look at the edge here. We can take the whole edge down here, and it's going to be one here and one there, I think. If we start here, fishing out, then there, fishing out, and we just take slowly down. And don't just hammer one spot for a long time. Then we need to find something, I think. Kind of slow now. But we need to do our magic touch. Während der erfolgsverwöhnte Truman gerade etwas den Zauber vermisst, sind Simon und Freddy mittlerweile auf dem Weg zur Volkerark-Schleuse. Bevor sie das Gewässer wechseln, steht aber noch ein kurzer Zwischenhalt an. So the Zander is done. Not in the size that we actually wanted, of course, but hey, Zanders are Zanders. The full card is the most important. So now here's a little corner at the back end of the lock, and normally there's a little pike standing here. We quickly try to get that one little pike from the corner, and then we cross the lock towards the Volkerark and go all in for the perch there. That's the plan. Quick and dirty. Can also be a big perch here. Huh? Yeah. Never know. Yeah. I've caught big ones, yeah. Yeah. It's more on the start of the entrance. Sometimes also in here. Here we go, my friend. Pay attention to that cast. I'm stupid. I didn't completely check my reel. Fish. There it is. Exactly as planned. Yep, that was the cast. You said it. It's a Zander. It's a Zander. Nice, Zander. Nice upgrade Zander. Perfect, man. Okay, we didn't expect that one. Go. Even better. Even better. Even better. Yes. Even better. Okay, I just said the Zander game was game over, but the Dextana brought me a very nice Zander. Let's check the length. There we go. Good man. Really nice Zander, really nice. Oh, on the Stana, so nice. Super bite on the hang. Oh, let's get this straight. It is a 65. 64.5 means 65 centimeter. Yeah, beautiful, beautiful, aggressive Zander from the very shallow. I think it's only 1 meter depth over there. Took it on the Stana twitch bait, the +1 in the baitfish collar, really nice bait. And quick back with this one and try to catch a pike. Saugeil, Simon, ey. Mega gut. Den Zander, den können wir auch gut gebrauchen. Der schmeißt nämlich einen kleinen raus, und zwar volles Programm. Sehr schön. Jetzt noch den Hecht und dann geht's auf die Barsche. Yes, that was him, the lucky lure. Berkeley Dextana, +1, natural baitfish collar. Did the job. Let's see. Damit beschließen wir die erste Halbfinalfolge. Freddy und Simon erwischen diesen schönen Zander quasi im Vorbeifahren und übernehmen zum Ende des ersten Drittels die Führung. Die hat freilich zum jetzigen Zeitpunkt noch kaum etwas zu sagen. Obwohl bei Abo und Ilex auf Rang 1 und 2 in den ersten Stunden die Frequenz stimmt, ist momentan wohl die alte Garde von CWC mit gleich 2 Traumhechten in der besten Position. Dank eines jetzt schon soliden Zander-Ergebnisses steht auch Quantum gut da, während Westin und der Titelverteidiger Nace sich bisher überraschend schwer tun. Bisher noch ohne Fisch sind Rapalla und Neuke, wobei Christian und Dennis nach einer langen Fahrt gefühlt noch gar nicht richtig zum Angeln gekommen sind. Ob die riskante Strategie den beiden Barschexperten auf die Füße fällt oder sich am Ende doch auszahlt,
könnt ihr in der zweiten Halbfinalfolge am nächsten Donnerstag um 20 Uhr sehen. Bis dahin lasst uns ein Like da, kommentiert fleißig und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ciao!